Und damit herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie's The ABC Murders. Mitten im Gespräch, weil ich beim letzten Mal diesen abrupten Schnitt, sag ich mal, gemacht habe, weil ich nicht weiß, was hier danach kommt. Ja, das ist die gute Dame aus dem dritten Mordfall, die Sekretärin, die eine Affäre mit dem Bruder des Opfers hatte und von der Ex-Frau des Opfers oder Witwe, sagen wir es mal so, nicht Ex-Frau, aber Witwe des Opfers gehasst wird. So rum, ich habe ihren Namen vergessen, aber ich weiß noch genau, wer sie ist. Genau, ich erinnere Sie daran, dass sie am Mordtag ja angeblich niemanden gesehen hat, aber die Charlotte, die Ehefrau oder die Witwe, uns ja gesagt hat, sie habe diese junge Dame mit jemandem zusammen gesehen um die Mittagszeit. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size. Glasses. Dark suit and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. Okay, gut, dazu wollen wir gar nicht mehr fragen. Mademoiselle, the circumstances of your departure do not appear very clear. Mr. Poirot, your questions are offensive. Was? I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. It was too risky for you to keep these objects, am I correct? Risky? What was the risk? You know very well what Lady Clark might have said if you had kept these objects. Indeed. These objects were gifts. But Lady Clark would have been convinced that I'd stolen them. By returning them, I put an end to such evil gossip. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Die werden irgendwie immer abstrakter, die Dinger. Okay. Hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Sie bleibt vage. Er fand sie charmant. Und sie standen sich sehr nah. Nein. Er hat ihr eine Brosche geschenkt. Nein. Sie ist geblieben um seine Sachen. Ich verstehe es nicht. Hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Eigentlich würde man ja denken, nur die Sachen, die sie sagt, deuten darauf in irgendeiner Form hin. Weil nur weil er ihr Dinge schenkt, heißt nicht, dass sie ihn geheiratet hätte. Deswegen komme ich auf die Fragestellungen nicht so ganz klar. Sie ist eine Verführerin, sie bleibt vage. Ich kann mich da halt nur... Es sind halt... Nach der Logik des Spiels kann hier alles drauf hindeuten, was das Spiel hören will. Am Anfang waren die noch relativ, ja, strukturiert und
durchdacht. Aber jetzt ist geblieben, um Carmichaels Geschäfte zu erledigen. Kann bedeuten, sie war in ihn verknallt. Kann auch bedeuten, sie hatten eine striktlich geschäftliche Beziehung. Kann bedeuten, sie standen sich sehr nahe. Aber Sir Carmichael stand Thora sehr nahe. Also er stand ihr sehr nahe, sie ihm vielleicht nicht. Sir Carmichael hat Thora eine Brosche geschenkt. Ja, er hat ihr was geschenkt, ob sie es nur getragen hat, weil sie ihn nicht verletzen wollte, keine Ahnung. Sie schätzt Franklin, den Bruder. Das kann sowohl als auch bedeuten. Sie schätzt ihn. Und deswegen wollte sie beim Carmichael bleiben. Also, worauf ich einfach hinaus will, jedes von diesen Dingern kannst du so auslegen, dass es das hier stützt oder dass es ihm widerspricht. Und deswegen muss ich mich hier einfach durchklicken. Das hilft nichts. So. Okay. Das muss auf jeden Fall eins von den hinteren hier sein. Das gibt's doch nicht. Also, Entschuldigung, kannst du mir ja nicht erzählen, dass ich mich jetzt hier einfach durchraten muss. Das will das Spiel echt von mir. Wow. Okay. Eine Sekunde. Ich mache mal nebenbei die Komplettlösung auf im Handy. Das ist... Am Anfang hat das Spiel Spaß gemacht. Und mittlerweile ist es einfach nur noch schiere Randomness. Wo man einfach nur noch denkt, okay, ja, gut, kannst du so auslegen, kannst du auch so auslegen. So, dann schauen wir doch mal, wo wir sind. Nicht zu weit jetzt. Hier. Also, die Frage war, would Thora have married Sir Carmichael if he had lived? Also, hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Die Antworten darauf, die Brosche. Er hat sie charmant gefunden und sie weicht aus. Sie bleibt vage. Inwiefern gibt uns das eine Auskunft darüber, ob sie ihn geheiratet hätte? Sie bleibt vage, weil sie ihn sehr mochte. Aber jetzt ist er tot und jetzt ist eh scheißegal. Oder sie bleibt vage, weil sie ihn nicht mochte und jetzt ist er tot und ist eh scheißegal. Thora wollte heiraten und hätte es sehr wahrscheinlich geschafft. What the fuck? Wieso? You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. Ja, eben. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Einfach, weil, ja, nee, sie hat es darauf angelegt. Sie wollte, dass er sich in sie verknallt. Das kann natürlich alles sein. Aber warum war dann, hier stand irgendwas mit Verführerin. Warum war das dann keiner der Punkte, wenn das die Logik dahinter ist? Gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Morden? Wertsachen, persönlichen Sachen, Verführer, vielbesuchter Badeort, Hausierer. Kann ihn nicht beschreiben. Ja, die Strümpfe, oder? Hier hatten wir eine Packung Strümpfe, die der Ehemann, als er besoffen reingekommen ist, runtergeschmissen hat. Nee, er hat sie fallen lassen, Entschuldigung. Der Hausierer, bei ihr hat sie gemeint, war ein Strumpfverkäufer und die Strümpfe, die die Eltern für sie besorgt haben, konnte sie nicht tragen. Vor jedem Mord hat das Opfer oder jemand in seinem Umfeld Strümpfe gekauft.
It's perfectly clear, Hastings. Wenn man bedenkt, dass Strümpfe früher nicht ausgetauscht wurden, sondern repariert wurden, dann ja. On the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. Auch wieder sehr weit hergeholt, aber okay, müssen wir ihn jetzt anrufen? Oder gehen wir gleich hin? Wir rufen ihn Chief an. Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Ich meine, es ist alles plausibel, aber es ist alles ein bisschen arg weit hergeholt. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Oder wird er erpresst und begeht die Morde gar nicht freiwillig? Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Disagreeable mit unangenehm. Okay. Kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Dann schauen wir doch mal, was wir für... Oh, 2 Briefe. Dum, 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 dum. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. Oh, So long. es gibt noch mehr Morde. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same Weil du person. dir nicht merken kannst, dass es das I ist, das A und das W, das auch irgendwo drin war, das ich aber auf die Schnelle nicht gefunden habe. Natürlich. Genau. Du bist die hellste Birne, die rumläuft, aber kannst dir nicht merken, dass das I fett gedruckt, das A tiefer gestellt und das W nicht richtig gedruckt ist. Poor Mr. Poirot. Okay, ist sehr gut. Dann, ja. Es ist sogar das gleiche, was beim letzten Brief stand, beim 3. Wir vergleichen die Briefe einfach immer mit dem 2. oder was? Ach Let nee, us examine this more closely. einfach nur falsch übersetzt. Okay. Certain characters. Ja. Yes, this. Ja. Yes. Klick da jetzt durch, weil I- es ist halt immer noch genau das I have Gleiche. to find some other similar defects. Ja. Da unten das A. Yes, the A. Und hier das A. That's right. Ich komme mir schon so ein bisschen doof vor, ne? Also, das mache ich jetzt hier zum 3. oder 4. Mal. The W is. Ja, immer noch nicht. Und wo haben wir hier ein W? Of course. So. My theory was right. These 2 letters were written with the same typewriter. Da hätte man dann einfach nach dem 2. oder 3. Mal auch sagen können, okay, Hastings, er macht's strikes automatisch. Chief Inspector Jupp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Der ist echt ein bisschen grummelig, der Gute. Okay, und jetzt? Wie kann ich die jetzt entschlüsseln? Also... Now, down to work. Hä? All of this needs putting in order a little.
Warum sortieren wir das jetzt auf dem Flurschrank im Eingangsbereich oder auf dem Schreibtisch? Okay, das obligatorische Puzzle. Aber die Ecken liegen wenigstens schon richtig. Hä, wieso kann ich einen Teil nehmen und einen Teil nicht? Okay, Spiel. This piece should be placed here. This page will be reconstructed in a flash. This page is finished. Das sieht zwar jetzt nicht unbedingt so aus, als That's sollte done. es so, aber 3 more to go. ich muss also Seite für Seite zusammenpuzzeln, alles klar. This page is Child's Play. Hör doch einfach auf, Sachen zu This sagen, page is finished. während denen ich dann nichts And tun that's kann. too done. Wenn das so einfach ist. Warum stehst du dann drauf, dass ich mir dein Gelaber anhören muss und nicht weitermachen darf? Also, ich weiß nicht, was ich von den Rätseln halten soll. Die sind entweder richtig Kinderkacke, so wie das hier. Ich dachte, jetzt sind alle Schnipsel, die ich in einem Blatt anordnen muss. Keep going. Aber ich meine, ich muss hier Puzzle lösen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teilen. Also, was? Was? Also, ne? Und auf der anderen Seite hast du dann so unlogisches Zeug wie das mit den, wie das mit den anderen, mit den, wo ich immer Probleme habe und immer alles durchprobieren muss. Ich weiß gerade nicht, wie die Begriffe dafür sind. Mit den kleinen grauen Zellen. This page is finished. All the pages are reconstructed. Mhm. Wenn du die jetzt so übereinander schiebst, dann hält das nicht. Kleiner Tipp. Da würde ich Tesa oder so drüber kleben vorher. The cloth is now soaked with solvent. Okay. Dann mal drüber damit. Weiß zwar nicht, ob es so clever ist, die alle aufeinander gelegt Got zu it. haben. Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alisasha, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them? Das sind wahrscheinlich die Akten. Hm? Die rekonstruierten Dokumente lesen. Ich dachte, das haben wir gerade gemacht. Was? Okay, Alice dann halt Asher, nochmal. shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Okay, Betty nächstes. Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis, causing dysphonia. Advised to stop smoking. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic. Heart Das ist disease. der Mörder Heart und das ist das condition. nächste Opfer. Let us now try and get our brain cells to work. Woher stammen die verbrannten Dokumente? Halsbeschwerden. Krankenakten wurden gelesen. So, das ist wieder einfach. Aus Dr. Clarks Patientenakte. The burned documents are medical records and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files?
How come the names of the 2 victims appear on them? And who are the 2 other patients? These are very good questions. Ja, finde ich auch, ne? Hey! Das ist Scotland Yard. Ich eile. Moment, ich beeile mich wirklich. Nicht auflegen jetzt. Ich bin gleich da. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Alexander Bonaparte Cust. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Wieso Black Swan Hotel? Ginger Cat nicht. Ganz London durchsuchen, Quatsch. Aber Black Swan Hotel, warum? Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. Das würde mich jetzt auch interessieren, woher You wussten wir appear das? to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Chief Inspector, I would rather call myself. As you wish. Please go ahead. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Hello, the Black Swan. Hercule Poirot here. May I speak to the owner? Speaking. Dick Dudley Dunbar. How can I help you? Ach, guck mal. Is there Mr. Cust among your guests? He arrived today. Shall I call him for you? Yes, please. Wait a minute. Just looking Mann, for hey, his room. warum nicht, ne? I believe that I made a mistake. If anyone asks for him, he will understand that we are onto him, take fright, and flee. Mr. Dunbar, I've changed my mind. It's best if you keep this from Cust. But who is this Cust? Have you heard about the ABC case? Oh, yes. I must say I'm not all that reassured. What with my name starting with D and all Ja, du bist auch that. das nächste You're in Opfer. danger. Beware of your guests. Do you think that Cust might be dangerous? Oh, I do hope you're wrong. He seems so harmless, you know. Oh, yes, completely harmless. Do not be fooled. He has already killed 3 people and you are next. A murderer? Ich wollte ihn halt eigentlich nicht schocken, deswegen... Aber okay. Dunbar, can you hear me? Dunbar! Hello? Deswegen wollte ich Dunbar has eigentlich had so ein malaise. bisschen... That's all we needed. I'm calling the Doncaster police. I hope they get there quickly. Hätte ich halt zuerst gemacht. Polizei das umstellen lassen und dann Cust anrufen The und ihn police in raustreiben. Doncaster have caught our man at the Black Swan Hotel. They're sending him here by train. How is the hotel owner? He had a heart attack. He was taken to the hospital. Oh no. It is my fault. When I told him the killer was at his hotel, I should have been more considerate. Come on, Poirot. You weren't to know he had a weak heart. But I should have known. I saw his medical records. Do not torture yourself, Poirot. His attack was not fatal thanks to the quick intervention of the ambulance team. Please keep me informed on his progress. You can count on me. I'll do what's needed. I will visit him at his bedside when the murderer is caught. That's typical of you, Poirot. We should focus on the next part of the investigation in order to avoid other incidents. No, of course. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Okay. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number 1 suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you were so nervous and bad-tempered.
A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. Er war gerade sehr begeistert, absagen zu können. Okay. Ja, schade, dass ich es nicht geschafft habe, dem Hotelchef behutsam beizubringen. To Marbury Guest House, Genau, das please. hatte ich nämlich eigentlich vor, indem ich halt nicht mit ihm drüber reden wollte, sondern ich wollte einfach, ja, ich wollte ihm eigentlich gar nichts sagen, aber irgendwie dann, naja. Okay. Würde ich aber sagen, ich habe schon wieder einen neuen Mustache-Schnurrbart-Achievement freigeschaltet. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle für heute Schluss und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, ob es die letzte Folge wird, aber ich glaube schon, dass wir aufs Ende zugehen, weil was soll jetzt hier noch passieren? Außer, das war eine falsche Fährte und die ganzen Flashbacks oder was wir da hatten, diese Zwischenschnitte zu Cust. Das war irgendwie, ja, war eine falsche Fährte. Ich weiß es nicht. Wir finden es raus. Bis dahin. Ciao, ciao.